Ach, sei nicht traurig. Andere haben auch schöne Söhne. Aber ich verstehe nicht, dass er dich nicht möchte. Wir haben doch so viel Geld. Ha, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich ihn noch zurückbekommen. Was hast du denn vor? Wir schicken Julia eine Einladung zu eurer gemeinsamen Verlobung. Das wird sie abschrecken. Aber das kann doch nicht klappen. Du wirst sehen, zumindest mit der anderen wird er nichts mehr haben. Naja, ich weiß nicht. Ich möchte einen Mann, der mich lieb hat und nicht nur das Geld meiner Familie. Eigentlich ehrt ihn das sogar. Ach Mama, ich bin so unglücklich. Was kann ich nur machen? Die Einladung ist fertig. Du wirst sehen, es wird wirken. Allerdings wissen wir auch gar nicht, wo Julia wohnt. Wie willst du ihr den Brief denn zustellen? Ich pfeife nach einem Schmetterling. Schmetterlinge haben das Talent, immer ihr Ziel zu finden. Aber selbst wenn, danach sind alle unglücklich und ich habe meinen Thorsten nicht zurück. Du wirst sehen, am Schluss kann man alles kaufen, auch deinen Thorsten. Da kommt schon der Schmetterling. Dieser Brief hat absolute Priorität. Du musst ihn zu Julia bringen, egal wo sie ist. Du musst sie finden. Wir verlassen uns auf dich. Oh, da kommt ein Schmetterling. Was bringst du mir denn? Vielen Dank, lieber Schmetterling. Komm gut nach Hause. Fee, es ist etwas Schlimmes passiert. Was immer es ist, in dieser Kleidung brauchst du mir nicht kommen. Fee, ich habe herausgefunden, dass Thorsten mit Christina zusammen ist. Und dass sie sich verloben wollen. Ist das der Junge bei den Fröschen? Ja, und ich habe ihn gerne. Weißt du was? Wir schauen mal in der Glaskugel, ob wir Informationen über ihn finden können. Es scheint so, als wäre er tatsächlich mit Christina zusammen. Zumindest treffen sie sich, aber das hat ja noch nichts zu sagen. Naja, mach weiter. Das Schiff gehört wohl der Firma seiner Eltern. Das darf nicht wahr sein. Das Schiff verklappt das Ypsilin-Volestate Meer. Anscheinend übernimmt die Firma seiner Eltern für Hans und Cordula die Entsorgung des Mülls im Weltraum. Sie nennen es erneuerbare Entsorgung, weil die Rakete getreten wird. Dabei kippen sie den ganzen Müll einfach in den Weltraum und alles fliegt darum. Hier kommt da eine Rakete geflogen. Was hat es denn damit auf sich? Siehst du es schon? Sie hat einen Sack anhängen. Aber was könnte in dem Sack drin sein? Ich kann es noch nicht erkennen. Ich auch nicht, aber mir schwant Böses. Es zappelt etwas. Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Doch nicht die Firma von meinem Thorsten. Ich glaube, die Rakete landet gleich auf einem anderen Planeten. Schau mal. Ja, genau. Was wird passieren? Ich mag gar nicht hinsehen. Da kommt die Rakete. Ich nehme an, er wird den Müll einfach abladen. Da sind die Frösche drin. Die vom Ypsilin-Volestat verseuchten, neonen Frösche. Und jetzt fliegt er einfach weg. Ich kann es nicht glauben. Dabei hat er doch so einen guten Eindruck auf mich gemacht. Au, die küssen sich wirklich. Ich weiß nicht, wer so glücklich wird. Aha, hier wird ja viel geküsselt. Nein, das ist zu viel für mich. Ach Julia, ich wünsche dir, dass du einen guten Freund finden wirst. Stell dir vor, in dieser Fabrik ist Ypsilin-Volestat ganz frei. Alle müssen es einatmen. Und Unfälle gibt es auch zuhauf. Aber Thorsten arbeitet selbst nicht in der Firma. Vielleicht kann er nichts dafür. Nein, ich möchte ihn nie wiedersehen. Was ist denn hier los?
Irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe und hole Hilfe. Ich komme gleich wieder. Nein, mit dir möchte ich jetzt nicht reden. Hallo Thorsten, lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht es dir? Alles klar bei dir? Ich war am Meer und habe gesehen, dass die Fische krank sind. Sie husten. Bin hier mit dem Fröschen beschäftigt. Aber hast du mal Julia gefragt, ob sie dir helfen kann? Das wollte ich, aber Julia ignoriert mich. Ich weiß gar nicht, was ich ihr getan habe. Hallo Sascha, ich sehe, die Frösche sind immer noch Neon. Wie kommt das? In der Firma von Hans und Koller wird zu viel Ypsolinvolestat verwendet. Sie filtern es nicht und leiten es einfach ins Abwasser. Da werden alle Frösche Neon. Es ist schrecklich. Wir müssten diese Fabrik stoppen. Apropos, Thorsten braucht Hilfe am Meer. Kann ihm nicht Julia helfen? Irgendetwas stimmt nicht zwischen den beiden. Sie meldet sich nicht mehr. Oh je, oh je. Ich befürchte, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Christina und ich waren früher Nachbarn und sogar in einer Schulklasse. Cordula störte unser Haus beim Spazierengehen und hat es abreißen lassen. War so gemein. Sehe ich das richtig? Sie hat euer Haus abreißen lassen, nur damit sie einen freieren Spaziergang hat? Ja, ganz genau. Ich kann dir sagen, ich war traurig. Meine Freundschaft mit Christina war dann auch vorbei und wir haben nie wieder miteinander geredet. Und jetzt habe ich sie wieder getroffen und ihr von Julia und Thorsten erzählt. Hallo Thorsten, gut, dass du mich angerufen hast. Wie kann ich helfen? Ich nicht gedacht, dass es so stark blubbert. Das kommt bestimmt von der Dreckverklappung von Hans und Cordula. Ich fange den Fisch ein und dann setzen wir ihn in deine Badewanne. So, lieber Fisch, nun bist du erstmal gerettet. Wir bringen dich zu Sascha. Dort kannst du erstmal bleiben, bis es hier besser wird. Naja, ideal ist es natürlich nicht. Ja, aber etwas Besseres ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Hans und Cordula nicht mit dem ganzen Dreck im Meer verklappen können. Ich habe da auch eine Idee. Komm mal mit in unser Besprechungszimmer. Wir reden mal darüber. Okay, super. Da bin ich gespannt. Hans und Cordula haben bald ein großes Fest in ihrer Firmenzentrale. Okay, aber was willst du machen? Wir sind nicht eingeladen und wir werden auch nicht reinkommen. Wir werden auf einem großen Banner auf die Missstände in ihrer Firma hinweisen und alle können es sehen. Nur wie kommen wir da rein? Die kennen dich dort auch noch. Du gehst einfach rein und sagst Guten Tag. Naja, funktionieren könnte es. Ein Freund leitet uns seine Halle. Dort können wir das Banner malen. Die Idee mit dem Banner finde ich gut. Aber ich frage mich immer noch, warum Julia nicht mehr mit mir redet. Ich habe ihr doch nichts getan. Ich finde sie wirklich toll. Vielleicht gelingt es mir mit dieser Aktion ihr zu zeigen, dass ich es richtig ernst meine. Also, natürlich mit dem Umweltschutz meine ich. Ja, aber auch mit ihr. Jetzt haben wir die ganze Nacht durchgearbeitet und sind immer noch nicht fertig. Meinst du, wir schaffen es noch? Ich bin guter Dinge. Viel fehlt ja nicht mehr. Ich bin überzeugt, unsere Aktion wird wirken. Der Spruch macht so schön deutlich, dass Hans und Cordula immer sagen, ihr Betrieb sei so ökologisch und so grün. Dabei trifft das nur auf den kleinen Teil zu, den sie immer bewerben. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Das Banner ist wirklich fertig geworden. Lass es uns zusammenrollen und dann nichts wie los. Okay, jetzt noch zusammenfalten und dann lass uns losgehen, Geschafft. damit wir rechtzeitig zum Fest dort sind.
So, wir sind gleich da. Oben ist also ein Seil, das sich herunterlässt und du das Banner dranhängen kannst. Genau, und dann ziehst du das Banner hoch und das war's schon. Guten Tag, gnädiger Herr. Super, jetzt kannst du das Seil herunterlassen. Ich hänge das Banner dann ein. Kommt! Ich ziehe es jetzt hoch. Es funktioniert, aber du musst noch etwas ziehen. Stopp! Du passt es. Haha. Wenn jetzt das Fest beginnt, können alle unseren Banner sehen. Oh nein! Oh! Scheiße! Na, das ging mal schief. Noch können wir ein neues Banner malen und es auf eine andere Art versuchen. Also von vorne. Dann lass uns mal beginnen. Ich überlege mir schon mal den Text. Könntest du bitte noch eine Rolle Stoff holen, damit wir loslegen können? Oh, Sabine ist schon da. Hallo ihr beiden. Ihr wollt euch also meinen Hubschrauber leihen. Da ist allerdings eine Einweisung nötig. Ich hol schon mal das Banner. Die Pedale sind deine Freunde. Du musst immer gleich schnell treten. Vor jedem Abflug solltest du prüfen, dass die Propeller sauber und in Ordnung sind. Und ganz wichtig, die Pedale. Du musst deine Pfoten immer genau mittig aufstellen. Okay, das werde ich hinbekommen. Wir fliegen zur Firma von Hans und Cordula und wollen dort einen Banner zeigen. Thorsten ist es, naja, ein besonderes Anliegen, dass alle sehen, dass er ein gutes Wesen ist. Ah, da kommt er mit dem Banner. Dann kann es losgehen. Na dann mal viel Erfolg und kommt gut zurück. Guten Tag zusammen. Das Wort hat nun Cordula. Vielen Dank, Hans. Heute sind wir hier. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Polizei! Polizei, nehmt ihn fest! Festnehmen, habe ich gesagt. Jetzt Liebe macht Leute, schon. die Firma von Hans und Cordula arbeitet unter schlechten Arbeitsbedingungen. Halt deine Das täuscht Klappe, uns so du um. Verbrecher! Das ist Verleumdung! Nehmt ihn mit und steckt ihn ins Gefängnis. Gut, dass aus euch nichts geworden ist. Das siehst du, was er für ein Verbrecher ist. Aber Mama, was hat er denn getan? Er störte unsere Jubelfeier und lügt, wir wären eine schlechte Firma. Aber deshalb muss man ihn doch nicht gleich verprügeln. Mann, das kann ich wirklich nicht mit ansehen. Kann ich helfen? Ich würde empfehlen zu gehen. Hier können wir erst einmal nichts helfen. Jetzt lasst ihn doch in Ruhe, er wehrt sich doch gar nicht mehr. Komm, wir gehen. Ich kann es nicht sehen. Vielleicht können wir ihm später irgendwie helfen. Ah, da kommt dieser Verbrecher. Ab mit diesem Verbrecher in die tiefste Zelle. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Ja, hätte nicht besser laufen können. Sperrt ihn bloß weit weg, diesen Verbrecher. Ah, endlich. Gut, dass ihr kommt. Hat alles geklappt? Wo hast du denn Thorsten gelassen? Ist er nicht mitgekommen? Ist etwas schiefgegangen? Die Polizei hat ihn verhaftet und mitgenommen. Komm, wir fliegen schnell nach Hause, um dann zu besprechen, was wir tun können.
mit diesem Verbrecher in die tiefste Zelle. Deine Taten werden dir noch leid tun. Willkommen, du Verbrecher. Willkommen im neuen Zuhause. Hier wirst du lernen, wie man sich benimmt. Rein mit Hier, dir. rein mit dir. Das ging wirklich schief. Das kannst du laut sagen. Wir brauchen eine gute Idee. Meinst du, wir kommen an die Mitarbeiter der Firma ran? Naja, Hans und Cordula behandeln sie schlecht. Was sie benötigen, ist ein Betriebsrat. Wenn dort die Arbeitsbedingungen besser sind, werden sie uns helfen, Thorsten zu befreien. Wenn wir Flyer drucken, können wir sie animieren. Sicher bin ich mir nicht, aber wir müssen es versuchen. Du arbeitest doch für Hans und Cordula. Kannst du etwas über die Arbeitsbedingungen sagen? Arbeitsschutz. Das jetzt überhaupt nicht. Wir müssen 7 Tage die Woche arbeiten. Normalerweise 14 Stunden am Tag. Und sonntags nur 7. Uns geht es wirklich nicht gut. Hast du schon einmal etwas von einem Betriebsrat gehört? Dieser könnte so etwas verhindern. Könntest du uns helfen, einen Betriebsrat zu gründen? Liebe Kollegen, heute sind Sascha und Sabine gekommen. Sie möchten uns helfen, einen Betriebsrat zu gründen. Ein Betriebsrat ist total wichtig. Er wird dafür sorgen, dass eure Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden. Und auch, dass ihr genug Lohn bekommt und die gesetzlichen Arbeitszeiten eingehalten werden. Aber ihr müsst euch dafür einsetzen. Alleine können wir das nicht machen. Ihr müsst euch dafür einsetzen. Wir werden euch mit Tat und Kraft beiseite stehen und euch erklären, was ihr tun müsst. Sascha und Sabine, die Wahl soll ja unabhängig sein. Würdet ihr uns helfen, diese durchzuführen? Selbstverständlich. Dem demokratisch gewählten Betriebsrat stehen danach viele Schulungssysteme offen. Denn nur mit dem erforderlichen Wissen könnt ihr eure Forderungen durchsetzen. Dann lasst uns zur Tat schreiten und direkt einen Betriebsrat wählen. Klaus, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen und verspreche, mein Bestmögliches zu tun. Wir setzen direkt ein Schreiben mit Forderungen an Hans und Cordula auf. Nur wenn diese erfüllt werden, werden wir weiter arbeiten. Gnädige Frau, ein Schreiben von eurem Betriebsrat ist gekommen. Von unserem was? Betriebsräte haben doch immer nur Forderungen. Und es kostet viel Geld, das ich ansonsten nicht mehr hätte. Es scheint so, dass eine Gewerkschaft von Thorsten und Sascha dahinter steht. Sie haben die Mitarbeiter aufgehetzt und sie fordern, dass sie sich an die Gesetze halten. Das wäre ja noch schöner. Das lasse ich sofort juristisch klären. Ich rufe Helmut an und sage ihm, er soll das sofort abstellen. Mach schon, geh dran. Bin ich auf der Dienststelle. Sie können vorbeikommen. Der Betriebsrat ist auch da. Also, der Betriebsrat fordert, Dass die Arbeitsschutzgesetze eingehalten werden. Ich weiß, aber das ist unmöglich. Unsere Firma muss Profit machen, damit ich gut leben kann.
Ja, okay, aber auch wir wollen gut leben können. Und dazu gehören geregelte Arbeitszeiten. Ich empfehle, dass Sie den Arbeitnehmern Und entgegenkommen. was passiert, wenn ich es nicht mache? Ich glaube, dann haben Sie ein großes Problem. Denn niemand wird mehr für Sie arbeiten wollen. Dabei bin ich sehr am Wohl meiner Arbeiter interessiert. Wir investieren kräftig in den Arbeitsschutz. Es wird gefordert, dass Sie Auf Ypsilon wollte ich gerade verzichten. Das ist aber super billig in der Anwendung. Ich muss sagen, ich bin mit Ihrem Service nicht zufrieden. Aber es scheint, es bleibt mir nichts anderes übrig. Dafür werden Sie zufriedene und fleißige Mitarbeiter haben. Das ist doch ein Gewinn. Wir haben es geschafft. Cordula hat unseren Bedingungen zugestimmt. Wenn auch nicht gerne. Ich sehe es. Der Bach ist nicht mehr grün. Immerhin ein Fortschritt. Wie ist es denn in der Fabrik? Auch dort verzichten wir nun auf Ypsolinvolistat. Das bedeutet, dass wir diese Dämpfe nicht mehr einatmen müssen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, was Arbeitsschutz angeht. Wir müssen uns auch nochmal um Thorsten kümmern. Ja, ich weiß. Ich habe schon einen Bekannten gefragt, ob er uns helfen kann. Er hat zugesagt. Ich finde es gut, dass Sie zugestimmt haben. Das habe ich nicht gerne gemacht. Gibt es Möglichkeiten, dieses zu umgehen? Aber wieso wollen Sie denn das Abkommen umgehen? Unserem Geldbeutel geht es schlecht damit. Das ist schlecht für meine Familie. Anders haben wir mehr Profit. Langfristig sehe ich viele Probleme auf Sie zukommen. Ach was, ich werde eine Möglichkeit finden. Davon kann ich aber wirklich nur abraten. Wir werden sehen. Eine Gewinnsteigerung ist immer möglich. Also, wir müssen Thorsten helfen. Habt ihr eine gute Idee? Ja, vielleicht. Aber Klaus, sag mal, hattest du nicht gesagt, du hättest schon einen Bekannten gefunden, der helfen wird? Die Idee ist es, dass wir einen Tunnel ins Gefängnis graben lassen. Thorsten kann dadurch flüchten. Ist das denn realistisch? Bekommen wir das hin? Einen solch langen Tunnel? Wird niemand die Geräusche hören, wenn wir den Tunnel bauen? Ich denke, das wird schwer. Naja, es muss eben schnell gehen. Wir müssen auch möglichst präzise vorgehen. Hast du schon einen Plan? Ja klar, habe ich schon einen Plan. Der Plan ist genauestens ausgearbeitet, es kann gar nichts schiefgehen. Zudem ist Manfred der beste Tunnelbauer, den ihr euch vorstellen könnt. Lasst uns direkt anfangen. Nanu, wer bist denn du? Ach, das Warten, das dauert immer so lange. Oh, es kommt Licht durch. Das bedeutet, Manfred ist durchgekommen. Hoffentlich ist der Tunnel breit genug, damit Thorsten auch durchkommen kann. Du meinst, ich soll mit dir kommen? Naja, ein Versuch ist es wert. Hier möchte ich jedenfalls nicht bleiben. Hier stimmt doch etwas nicht. Was ist denn das für ein Geräusch? Geh doch dran. Hallo, hier ist Cordula. Ich glaube, im Gefängnis ist jemand ausgebrochen. Er flüchtet durch einen Tunnel. Prüfen Sie ganz schnell. Der Gefangene ist ausgebrochen. Alarm, Alarm, Alarm! Oh nein! Oje, das geht nicht gut. Hoffentlich bekommen sie Thorsten nicht. Oh, hallo Leute. Wartet ihr auf mich? Ich kann gar nicht hingucken. Ich glaube, sie schnappen ihn gleich. Dann war alles umsonst. Das ist mal Glück gelaufen. Jetzt kann ihm wirklich nur noch eine gute Fee helfen. Ab mit dir. Mach, dass du wieder in den Knast kommst. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ausbrechen nützt nichts. Ihr kommt alle wieder zurück. Diesmal werden wir besser aufpassen. Ich glaube, du bist ein gutes Wesen.
Aber im Moment handelst du für die Falschen. So ein Mist, unsere Rettungsaktion ging total schief. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich kann ihm nur noch eine gute Fee helfen. Aber wie kommen wir an eine ran? Wir könnten eine Information via Schmetterling senden. Stimmt, Schmetterlinge finden immer ihr Ziel. Oh, lieber Schmetterling, bitte bring es zu einer guten Fee. Wir sind wirklich auf sie angewiesen. Oh, ein Schmetterling. Welche Informationen bringst du mir denn? Ich werde sofort Julia informieren und ich bin mir sicher, wir werden euch helfen. Julia, wach auf! Thorsten braucht deine Hilfe. Ich glaube, er liebt nicht nur die Umwelt, sondern auch dich. Er hat ein paar waghalsige Aktionen gestartet und wollte dir imponieren. Jetzt ist er im Knast. Warum sollte ich ihm helfen? Er will doch Christina heiraten und in diese schreckliche Firma einsteigen. Ja, seine Eltern erwarten das von ihm. Aber ich habe verstanden, dass er dich möchte. Wie soll ich ihm denn jemals vertrauen? Er hätte es mir doch sagen können. Du sagst doch auch nicht immer alles. Bitte komm mit mir und wir schauen mal in der Glaskugel. Sehr gut, dass wir hier sind. Können wir direkt loslegen? Bist du soweit? Okay, dann reiben wir mal die Kugel und schauen, was wir herausfinden können. Oh nee, Thorsten ist wirklich im Knast und er schaut nach außen und wartet, dass du kommst. Schauen wir einmal, was er verbrochen hat. Haha, der Spruch ist gut. Aber offensichtlich hat der Wander nicht behalten. Meinst du, er wäre doch ein guter Kerl? Ich glaube, ich fange langsam an, ihn zu mögen. Er scheint wirklich hinter euren Aktionen zu stehen. Dass du nicht mehr mit ihm redest, war sehr voreilig. Ja, wenn ich das so sehe, glaube ich das auch. Schau mal, seine Freunde haben bei Christinas Eltern einen Betriebsrat gründen lassen. Oh nein, das kann ich gar nicht mit ansehen. Hier wurde er verhaftet und verprügelt. Oh nein! Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, Thorsten zu helfen, ist, dass du deine Eltern fragst. Wenn sie begreifen, um was es geht, werden sie dir sicherlich zur Seite stehen. Meinst du, die würden mir helfen? Aber ja doch, es sind doch seine Eltern. Sie werden dich immer unterstützen. Okay, ich frage sie. Um deine Aufgaben zu erfüllen, solltest du etwas vom Zaubersaft trinken. Hab viel Spaß bei der Parade. Guten Morgen, eure königliche Hoheit. Hallo Thorsten, kann man dich nicht mal alleine lassen? Schön, dich zu sehen. Warum trägst du denn eine Krone? Meine Eltern bestehen darauf, dass ich sie trage. Sie gehört sozusagen zu unserer Dienstkleidung. Was arbeiten deine Eltern eigentlich? Sind sie sehr bekannt? Und ja, ich habe mitbekommen, dass du so sehr enttäuscht von mir bist. Dabei ist es die Firma meiner Eltern. Ich kann dafür nichts. Ich wollte dir wirklich zeigen,
dass ich es ernst meine. Ja, das weiß ich. Deshalb habe ich meine Eltern gebeten, dich hier zu befreien. Guten Morgen. Wusstest du wirklich nicht, dass Julia die Kronprinzessin unseres Planeten ist? Das wusste ich tatsächlich nicht. Das hätte doch so vieles erleichtert. Julia dachte, wir wären nicht auf ihrer Seite und wir würden sie nicht unterstützen, aber das tun wir. Also, Herr König, bedeutet das, dass ihr euch für die Zukunft unseres Planeten einsetzen wollt? Ja, aber selbstverständlich. Wir werden euch unterstützen, soweit wir das nur können. Aber als Königsfamilie haben wir auch Verpflichtungen. Nun müssen wir eine Parade abnehmen. Komm einfach mit. Wir müssen die Parade fortsetzen. Die Bevölkerung wartet. Also hier sollten gewisse Wesen einsetzen. Aber bestimmt nicht du. Die Kutsche wartet schon. Ich kann es immer noch nicht glauben. Warum hast du uns denn nicht gesagt, dass du die Kronprinzessin unseres Planeten bist? Ich sage nicht gerne, dass ich die Kronprinzessin bin, weil viele nur auf meinen Titel aus sind. Du meinst, sie wollen nur deinen Einfluss und sie meinen es nicht ernst mit ihr. Das kann ich verstehen. Das ist leider wahr. Aber dir vertraue ich. Kommt ihr beiden, wir müssen jetzt die Parade abnehmen. Aber was soll ich denn da machen? Du musst einfach nur freundlich sein und den Wesen am Straßenrand zuwinken. Das kannst du. Alle sind nett zu unserer Familie. Das wird dir bestimmt Spaß machen. Danke dir. Das hast du wirklich toll gemacht. Du bist so ein tolles Wesen. Wie ich sehe, setzt du dich wirklich für unsere Umwelt und unseren Planeten ein. Aber was ist passiert? Hans und Cordulas Firma ist total rücksichtslos. Sie blasen allen Dreck in die Umwelt. Kannst du etwas über die Arbeitsbedingungen in diesem Betrieb sagen? Werden die Mitarbeiter gut behandelt? Mir ist es besonders wichtig, dass es meinen Leuten gut geht. Alles andere könnte ich mir nie verzeihen. Die Arbeitsbedingungen waren wirklich schlecht. Nun gibt es zwar einen Betriebsrat, aber das löst nicht alle Probleme. Wir konnten zum Beispiel nachweisen, dass sie Ypsolinwollistat einfach ins Meer kippen. Das ist eine Verseuchung ohne Ende. Das Wasser wurde grün gefärbt und die Fische können dabei nicht gut leben. Am schlimmsten ging es den Fröschen. In dieser Brühe werden sie neongrün gefärbt. Die Firma ist allerdings sehr bekannt. Ich kann gar nicht glauben, dass sie so total rücksichtslos sind. Seid ihr euch wirklich sicher? Denn das würde einen großen Skandal bedeuten. Die beiden sind sehr populär. Ich bzw. meine Freunde waren vor Ort. Wir haben alles gefilmt. Arbeitsschutz gibt es in den Fabriken kaum. Und die Wesen aus fernen Ländern arbeiten für wenig Geld. Das bedeutet, dass alle Arbeitnehmer das Ypsolinwollistat einfach einatmen müssen. Meint ihr, dass ein Arbeitsschutzgesetz ausreichen würde, um diese Missstände zu verbessern? Nein, Nicht. Das wird nicht ausreichen. Nein. Das wird sicher nicht ausreichen. Ich muss aber auch noch eine Schande gestehen. Die Firma meiner Eltern mischt kräftig mit und verstreut den ganzen Müll einfach im Weltraum. Ich kann dafür nichts. Wenn du die Firma übernommen hast, versprichst du mir, dass es sich verbessert? Ja, aber selbstverständlich. Sobald ich der Chef bin, wird das abgestellt. Du Thorsten, ich hätte noch Lust auf einen Spaziergang. Kommst du mit? Ja klar, mit dir doch immer. Hier ist es schön. Lass uns hier setzen. Ja, setzen wir uns. Ach, mit dir zusammen könnte ich ewig hier bleiben. Der Platz ist einfach traumhaft. Ach, wäre das schön, wenn wir für immer zusammenbleiben könnten. Sag mal, möchtest du mich heiraten? Ja, nichts lieber als das. Ich muss allerdings noch meine Eltern fragen. Meinst du, sie würden zustimmen? Ich glaube schon. Lass uns zurückgehen. Komm gut nach Hause, wir sehen uns morgen. Ich werde direkt mit meinen Eltern sprechen. Papa und Mama, ich muss mit euch reden. Ich möchte Thorsten heiraten. Ist er sich bewusst, dass er nicht nur dich heiraten wird, sondern auch Prinz von unserem Planeten wird? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber ich denke, er wird der beste Prinz, den man sich vorstellen kann. Also unseren Segen hast du. Ich glaube, er liebt dich wirklich.
Wir möchten eine kleine Hochzeit. Und danach Flitterwochen auf einem kleinen, feinen Planeten. Hoffentlich ist Sascha zu Hause, damit wir den Fisch abholen können. Ich denke schon, aber ich habe gehört, er soll eine Freundin haben. Oh, bekommen wir etwa Besuch? Es scheint so, aber dann werden sie uns wohl zusammen sehen. Naja, dann sehen sie eben, dass wir ein Paar sind. Okay, ich gehe die Tür aufmachen. Hallo, schön euch zu sehen. Meint ihr, es wäre bereits eine gute Idee, den Fisch wieder ins Meer zu setzen? Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass das Wasser wieder eine gute Qualität hat und Fische wieder darin leben können. Ja, das stimmt. Das Meer ist mittlerweile wieder sauber. Wir wollen den Fisch wieder dahin bringen. Ja, das ist auch gut so. Wir konnten ihn hier zwar beschützen, aber artgerecht war das nicht. Am besten setzen wir den Fisch an derselben Stelle aus, wo wir ihn gerettet haben. Das wäre dann hier. Ein bisschen Wehmut habe ich schon, mich verabschieden zu müssen. Aber ich bin überzeugt, für den Fisch ist es das Beste. Ja, da hast du recht. Dann lass uns zur Tat schreiten. Tschüss, Fisch. Tschüss. Habe ein gutes Leben. Tschüss. Ich bin so froh, dass diese Verschmutzung aufgehört hat. Ja, schon. Und gut, dass diese Fabrikeigner bestraft werden. Oh ja, da hast du so recht. Im Moment bin ich so glücklich. Komm, lass uns doch diesen Augenblick genießen. Lass uns mal mit deinen Eltern reden. Ich habe da eine Idee. Gnädige Herrschaften, das Königspaar wünscht Sie im Stadtschloss zu sehen. Naja, vielleicht können wir Ihnen etwas verkaufen. Das Königspaar hat große Popularität. Sie als Kunden können wir als Reklame nutzen. Dann lass uns halt hingehen. Dass ich dich heute auch noch treffen muss, das versaut mir den ganzen Tag. Aber wir haben einen wichtigen Termin beim Königspaar. Das wird uns wieder aufmuntern. Guten Tag. Wie ich sehe, habt ihr Kronprinzessin Julia schon kennengelernt. Kronprinzessin Julia? Julia ist nicht nur meine einzige Tochter, sie ist auch die Kronprinzessin und die zukünftige Königin. Oh je, das wusste ich nicht. Dann kommt, euer Prozess beginnt. Ihr seid angeklagt, eure Mitarbeiter schlecht zu behandeln und euren Müll im Weltraum zu entsorgen. Wir haben sogar einen Betriebsrat. Okay, ein Betriebsrat ist schon mal gut, aber entsorgt ihr euren Dreck immer noch im Weltraum? Es ist ja nicht so, dass nur wir profitiert haben. Alle profitieren von dieser billigen Entsorgung. Die Sache ist absolut eindeutig. Ihr seid schuldig, unser Universum vermüllt zu haben. Oh nein! Bedeutet das etwa, dass wir ins Gefängnis müssen? Ins Gefängnis müsst ihr nicht, aber ihr müsst den ganzen Müll selbst einsammeln. Scheiße. Durch den Kuss eines gutmütigen Mädchens können die Frösche gerettet werden. Nur wirklich reinherzige Wesen können diese Aufgabe erfüllen. Oh je, es sind so viele. Das sind wirklich viel zu viele. Das schaffe ich nie. Ich wüsste nicht, wer dir helfen könnte. Hallo, können wir vielleicht helfen? Ihr wollt helfen, Ja, wirklich gerne. aber es geht ihnen doch so schlecht, weil eure Firma alles verschmutzt hat. Da bin ich auch wirklich nicht stolz drauf. Die Firma gehört Christinas Eltern. Sie kann nichts dafür. Bist du denn nicht mehr sauer auf mich? Nein, warum sollte ich? Weil ich jetzt mit Thorsten zusammen bin. Auch ich habe meine Liebe gefunden. Also es ist einfach passiert. Auch wenn wir es nie für möglich gehalten haben. Das freut mich wirklich. Und mich erst. Aber jetzt helft den Fröschen. Oh nein, es klappt einfach nicht. Kannst du mir helfen? Was mache ich denn falsch? Bin ich nicht gut genug dafür? Ich weiß jemanden, die hier helfen kann. Julia, kannst du sie bitte um Hilfe rufen? Wir sind beim Frösche retten. Christina will helfen, aber sie schafft es nicht. Kannst du vorbeikommen? Für gute Taten bin ich immer zu haben. Ich habe immer gewusst, dass ihr eine Fee habt. Wie? Du kannst die Fee sehen? Ich sehe sie auch. Nur reinherzige Wesen können sie sehen. Biber, biber, bieb. Danke, liebe Fee. Wir werden dich nicht enttäuschen. Gern geschehen. Aber jetzt helft den Fröschen. Wow, es klappt tatsächlich. Oh wow, ihr macht das super. Ja, wirklich großartig. Die Ehre, den Letzten zu retten, gebührt dir. Meinst du wirklich? Ich tue mein Bestes. Wir haben es geschafft. Wir heiraten bald. Möchtet ihr unsere Trauzeugen sein? Ja, das wäre wirklich eine Ehre.
Heute sind wir hier zusammengekommen, um die Liebe von zwei Wesen offiziell zu bestätigen. Julia und Thorsten haben sich entschieden, ihr zukünftiges Leben miteinander zu verbringen. Und daher frage ich direkt ganz offiziell, Julia, möchtest du Thorsten zum Ehemann nehmen? Ja, ja und nochmals ja. Ich will nichts lieber als das. Für mein zukünftiges Leben kann ich mir keinen besseren Ehemann vorstellen. Thorsten, bist du bereit, die Verpflichtung eines Prinzen unseres Planeten zu übernehmen? Das ist mir Ehre und Pflicht zugleich. Ich werde mein Bestmögliches tun, um all diese Erwartungen zu erfüllen. Somit, lieber Thorsten, frage ich dich, möchtest du Julia zu deiner Ehefrau nehmen? Ja, das möchte ich. Sie ist die Frau meines Lebens. Ja, ich will. Wir können bezeugen, dass ihr alle Ja gesagt habt. Herzlichen Glückwunsch. Und hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Die sehen so glücklich aus. Ach, ich würde auch gerne heiraten. Das wäre schön. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Kommt mal alle zusammen, wir müssen noch ein Foto machen. Ich muss noch meinen Brautstrauß werfen. Hey, ich habe schon eine Idee, wer ihn fangen wird. Alle bereit machen zum großen Fangen. Ihr wisst, die Tradition sagt, wer den Brautstrauß fängt, muss als nächstes heiraten. Ui, was ein toller Wurf. Mann, fliegt das Ding hoch. Fangt ihn, fangt ihn. Oh, wie schön. Besser hätte es nicht kommen können. Nun müsst ihr aber auch eure königlichen Pflichten erfüllen und die Parade durchs Volk machen. Genießt die Parade und im Anschluss habt wunderschöne Flitterwochen. Aha, da kommen ja unsere Turteltäubchen. Nicht so schnell, wir sind ja schon am Ziel. Mach langsam. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Vermählung. Nun will ich euch die Flitterwochen schicken. Oh Mann, Julia, ich habe mir immer gewünscht, dass du so einen tollen Mann findest. Ich hoffe, dass ihr sehr glücklich werdet. Genießt die Zeit auf eurem Ferienplaneten und kommt wohlerhalten zurück. Ach, ich freue mich so auf unseren gemeinsamen Urlaub. Unglaublich. Die ganzen Arbeiter wollen uns winken. Das war aber nett. Dabei haben wir doch gar nicht viel getan. Festhalten. Jetzt verlassen wir unseren Planeten. Ich glaube, Christinas Eltern werden hier noch viel zu tun haben, bis sie den ganzen Müll eingesammelt haben. Unglaublich, was die hier alles abgeladen haben. Das alles einzusammeln, wird wohl noch Jahre dauern. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Schließlich haben sie jahrelang Profit gemacht. Nun sollen sie sich auch um den Dreck kümmern. Da hast du recht. Aber nun freue ich mich absolut darauf, auf unserem Planeten anzukommen. Ist es noch weit? Nein, da vorne ist er schon. Ich denke, wir werden gleich landen. Ach, wow. Sieht das hier so schön aus. Und alles ist so friedlich. Ach, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Da vorne am See steht schon unser Zelt. Wir werden zelten? Wow, das ist ja mal eine coole Idee. Ach, Julia, ich habe dich so lieb. Ich dich auch. Aber wir werden als zukünftiges Königspaar auch hart arbeiten müssen. Mit dir an meiner Seite kann es gar nicht hart werden. Oh. Oh.